Lektion eins: Unerwarteter Regen. Ich hasse es wirklich, unerwartet nass zu werden. Das kann ziemlich unangenehm sein. Ich verstehe das vollkommen. Es gibt nichts Schlimmeres, als ohne Regenschirm im Regen zu stehen. Genau. Es passiert immer zu den ungünstigsten Zeiten. Witz. Gerade wenn man denkt, das Wetter sei schön, wird man überrascht. Ich erinnere mich, dass ich einmal nach der Arbeit auf dem Weg zu meinem Auto völlig durchnässt war. Wo nein, das ist das schlimmste Gefühl, besonders wenn man etwas zu tun hat. Ja, ich versuche jetzt immer für alle Fälle einen kleinen Regenschirm in meiner Tasche zu haben. Kluger Schachzug. Es ist besser, auf unerwartete Regenschauer vorbereitet zu sein. Absolut. Ich wünschte, das Wetter würde uns nur kurz warnen. Lektion 2: Sich gegenseitig unterstützen. Ich liebe es, andere dabei zu beobachten, wie sie in ihrem Leben nach Erfolg und Erfüllung streben. Genauso. Es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen ihre Träume verfolgen. Ja, wir sollten uns auf unseren Reisen weiterhin gegenseitig unterstützen. Auf jeden Fall. Ermutigung kann den Lebensweg eines Menschen enorm beeinflussen. Ich stimme zu. Ein wenig Unterstützung kann jemanden motivieren, weiterzumachen. Es ist wichtig, ein positives Umfeld für Wachstum zu schaffen. Genau. Lasst uns immer füreinander und für die Menschen um uns herum da sein. Auf jeden Fall. Gemeinsam können wir eine starke Gemeinschaft aufbauen. Ich bin gespannt, wie wir uns gegenseitig zum Erfolg verhelfen können. Lektionenreich Popmusik-Favoriten. Ich höre sehr gerne Popmusik. Das ist cool. Gibt es bestimmte Künstler, die du magst? Ich bin ein großer Fan von Taylor Swift. Ihre Texte sind so nachvollziehbar. Ich liebe ihre Musik auch. Sie erzählt in ihren Liedern so tolle Geschichten. Genau. Ich mag auch Dua Lipa. Ihre Beats sind immer so eingängig. Verf Don't Start Nov ist ein wirklich toller Song zum Tanzen. Das ist es wirklich. Ich ertappe mich dabei, es immer wieder abzuspielen. Mir geht es genauso. Popmusik kann die Stimmung enorm heben. Auf jeden Fall. Es ist perfekt für Rohrtriebs oder einfach zum Entspannen zu Hause. Lektion 4: Ein vereintes Europa. Natürlich wünschen wir uns ein stärker geeintes Europa mit einem größeren Sinn für gemeinsame Ziele. Auf jeden Fall. Ein vereintes Europa kann zu einer stärkeren Zusammenarbeit führen. Allerdings muss dabei die Eigenart jedes Landes geachtet werden. Ich stimme zu. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Einheit und Vielfalt zu finden. Ja, jede Kultur bringt etwas Einzigartiges mit. Ja, wir sollten diese Unterschiede bei der Zusammenarbeit wertschätzen. Ich glaube, dass die Förderung des Verständnisses Beziehungen stärken kann. Auf jeden Fall. Ein offener Dialog ist für den Fortschritt unerlässlich. Ich hoffe, dass sich die politischen Entscheidungsträger darauf konzentrieren, Brücken zu bauen statt Mauern. Lektion 5: Marketingstrategien. Ich denke, wir müssen unsere Marketingstrategien überarbeiten, um mehr Kunden zu erreichen. Auf jeden Fall. Welche Ansätze halten Sie für am effektivsten?
Ich glaube, wir sollten uns auf digitales Marketing und Social-Media-Kampagnen konzentrieren. Das ist ein kluger Schachzug. Mit ansprechenden Inhalten können Sie ein größeres Publikum ansprechen. Sollten wir auch E-Mail-Marketing in Betracht ziehen? Ja, es ist eine großartige Möglichkeit, die Beziehung zu bestehenden Kunden zu pflegen. Wie sieht es mit der Messung des Erfolgs dieser Strategien aus? Mit Hilfe von Analyse-Tools können wir Engagement und Konversionsraten verfolgen. Ich werde einige Tools recherchieren, die uns bei der Überwachung unserer Fortschritte helfen. Lektion 6: Frische Produkte. Absolut. Es gibt eine eigene Abteilung für Obst und Gemüse. Das ist fantastisch. Frische Produkte machen beim Kochen immer einen großen Unterschied. Ich stimme zu. Es ist schön, eine große Auswahl an regionalen Produkten zu sehen. Tja, ich unterstütze gerne lokale Bauern und kaufe frische Zutaten. Genau. Außerdem schmeckt es oft besser als das, was man im Supermarkt findet. Auf jeden Fall. Gibt es Obst oder Gemüse, das du besonders gerne kaufst? Ich greife immer zu saisonalen Früchten. Sie sind normalerweise am süßesten. Das ist eine tolle Strategie. Ich liebe es, im Sommer frische Beeren zu pflücken. Ich auch. Sie eignen sich perfekt als Snack oder als Ergänzung zu Desserts. Lektion 7: Globale Proteste. Haben Sie die Proteste und Kundgebungen auf der ganzen Welt gesehen? Ja, das ist toll zu sehen. Die Menschen stehen für das ein, woran sie glauben. Absolut. Es ist inspirierend zu erleben, wie so viele Stimmen zusammenkommen. Das ist es wirklich. Es zeigt, wie leidenschaftlich die Menschen Veränderungen herbeiführen wollen. Ich bewundere den Mut, der erforderlich ist, um an diesen Bewegungen teilzunehmen. Tja, es ist nicht leicht, seine Meinung zu sagen, aber es ist notwendig. Ich hoffe, dass diese Maßnahmen zu positiven Ergebnissen für alle Beteiligten führen. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass gemeinsame Anstrengungen eine echte Wirkung erzielen können. Verfolgen wir weiterhin die Nachrichten, um über diese Bewegungen auf dem Laufenden zu bleiben. Lektion 8: Aggressionen im Straßenverkehr. Überfüllte Straßen und stockender Verkehr können zu Aggressionen im Straßenverkehr führen, meinen Sie nicht? Süwuf. Frustrierte Fahrer können für eine angespannte Atmosphäre sorgen. Ja, es ist überraschend, wie schnell die Geduld während der Hauptverkehrszeit zu Ende gehen kann. Ich weiß, es ist wichtig, ruhig zu bleiben, aber es ist nicht immer einfach. Genau, manchmal atme ich tief durch, um meinen Stress zu bewältigen. Das ist ein guter Tipp. Gelassenheit kann eine Eskalation verhindern. Ich versuche auch, früher loszufahren, um starken Verkehr zu vermeiden. Kluge Schachzug. Vorausplanung kann wirklich helfen, den Frust zu lindern. Lassen Sie uns weitere Tipps geben, wie Sie beim Autofahren ruhig bleiben. Lektion 9: Flughafensicherheit. Wie lange dauert die Sicherheitskontrolle am Flughafen normalerweise? Das hängt vom Flughafen ab, dauert aber normalerweise nicht allzu lange. Das ist gut zu wissen. Ich versuche immer, vorsichtshalber früh anzukommen. Klug gedacht. Gerade in der Hauptreisezeit kann es hier voll werden. Ja, ich habe schon sehr lange Warteschlangen gesehen.
Es ist also besser, vorbereitet zu sein. Ja, außerdem haben Sie so Zeit, sich vor Ihrem Flug zu entspannen. Während ich warte, hole ich mir gerne einen Snack oder stöbere in den Geschäften. Das klingt nach Spaß. Flughäfen können einige interessante Geschäfte haben. Auf jeden Fall. Ich bin immer auf der Suche nach einzigartigen Souvenirs oder Leckereien. Lektion 10. Personalmanagement. Ich habe darüber nachgedacht, unsere Personalmanagement und Praktiken zu verbessern. Dies ist ein Schlüsselbereich zur Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit und Bindung. Was sollte unsere oberste Priorität im Personalmanagement sein? Die Implementierung effektiver Rekrutierungs- und Onboarding-Prozess ist von entscheidender Bedeutung. Ich stimme zu. Wie können wir dafür sorgen, dass sich neue Mitarbeiter willkommen fühlen? Ein strukturiertes Orientierungsprogramm kann Ihnen dabei helfen, sich reibungslos zu integrieren. Das klingt sinnvoll. Wie wäre es mit Weiterbildungen und Weiterbildungen? Kontinuierliche Lernmöglichkeiten sind für die Entwicklung der Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung. Ich werde bei unserem nächsten Treffen ein Schulungsprogramm vorschlagen. Lektion 11. Unterkunftsmöglichkeiten. Gute Idee. Sollen wir ein Hotel buchen oder uns nach Ferienwohnungen umsehen? Ich denke, es hängt davon ab, welche Art von Erfahrung wir machen möchten. Stimmt. Hotels bieten zwar Komfort, aber Ferienwohnungen können gemütlicher sein. Ja, eine Mietwohnung würde uns mehr Platz und eine wohnliche Atmosphäre bieten. Außerdem könnten wir einige Mahlzeiten gemeinsam kochen, wenn wir eine Küche hätten. Das ist ein guter Punkt. So können Sie auch beim Essen gehen Geld sparen. Vergleichen wir unsere Optionen und sehen wir, was in unser Budget passt. Tenkos. Wir sollten auch die Annehmlichkeiten prüfen, die mit jeder Option verbunden sind. Ja, ein Pool oder eine schöne Aussicht wären ein Bonus. Lektion 12. Bequeme Entscheidungen. Ich suche etwas Bequemes, aber nicht zu teures. Hat jemand Empfehlungen? Das klingt vernünftig. Hast du schon mal in den Geschäften vor Ort nachgeschaut? Das habe ich, aber ich bin nicht sicher, welchen Marken ich in Sachen gute Qualität vertrauen kann. Normalerweise finde ich, dass Marken wie H&M und Uniqlo tolle Optionen bieten. Das ist ein guter Tipp. Ich mag ihre Stile, aber sind sie erschwinglich? Tja, ihre Preise sind ziemlich vernünftig, besonders während des Schlussverkaufs. Perfekt. Ich werde dort auf jeden Fall nach neuer Kleidung vorbeischauen. Sie werden es nicht bereuen. Komfort und Stil können Hand in Hand gehen. Danke für den Tipp. Ich freue mich schon darauf, ein paar tolle Stücke zu finden. Lektion 13. Übungsroutinen. Ich habe mich in letzter Zeit sowohl auf Cardio als auch auf Krafttraining konzentriert. Das ist eine tolle Kombination. Wie oft trainierst du pro Woche? Ich versuche, mindestens 4-mal pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Beeindruckend. Wechselst du zwischen Cardio und Krafttraining? Ja, ich mache normalerweise 2 Tage Cardio und 2 Tage Krafttraining. Das klingt ausgewogen. Für die allgemeine Fitness ist es wichtig, beides zu integrieren. Genau. Ich fühle mich stärker und habe den ganzen Tag über mehr Energie.
Das ist das Ziel. Es ist toll zu sehen, wie sich regelmäßiges Training auszahlt. Ich genieße den Prozess und die Ergebnisse wirklich. Lektion 14. Fluggesellschaften auswählen. Welche Fluggesellschaft wählen Sie normalerweise für Ihre Reisen? Um Geld zu sparen, fliege ich oft mit Billigfluggesellschaften. Das ist eine kluge Entscheidung. Bei frühzeitiger Buchung können Sie tolle Angebote erhalten. Ja, ich gebe lieber weniger für Flüge und mehr für Erlebnisse aus. Ich stimme zu. Außerdem haben viele Billigfluggesellschaften in letzter Zeit ihre Dienstleistungen verbessert. Ja, einige bieten mittlerweile sogar Snacks und Unterhaltungsmöglichkeiten an. Es ist schön zu sehen, dass sie wettbewerbsfähiger werden. Auf jeden Fall. Informieren Sie sich aber unbedingt über die Gepäckbestimmungen. Guter Punkt. Das habe ich schon einmal auf die harte Tour gelernt. Lektion 15. Projektmanagement. Ich habe darüber nachgedacht, wie wir unsere Projektmanagementfähigkeiten verbessern können. Das ist eine tolle Idee. Auf welche Aspekte sollten wir uns Ihrer Meinung nach konzentrieren? Wir sollten mit der Definition klarer Projektziele und Vorgaben beginnen. Absolut. Konkrete Ziele helfen dabei, alle auf dem gleichen Stand zu halten. Was halten Sie vom Einsatz von Projektmanagement-Software? Es kann die Kommunikation und Aufgabenzuweisung effektiv optimieren. Ich stimme zu. Welche Software wäre Ihrer Meinung nach für uns am besten geeignet? Tools wie Trello oder Asana sind benutzerfreundlich und beliebt. Das klingt vielversprechend. Wie stellen wir sicher, dass das Team auf Kurs bleibt? Lektion 16. Familienähnlichkeit. Die Leute sagen, dass meine Schwester und ich uns ähnlich sehen. Wiffe, das sehe ich. Welche Funktionen teilen Sie? Wir haben beide blonde Haare und blaue Augen, was ziemlich auffällig ist. Das ist schön. Geschwister haben oft ähnliche, auffällige Eigenschaften. Genau, manchmal verwechseln die Leute uns sogar. Das muss Spaß machen. Es ist, als hätte man einen Zwilling, auch wenn man keiner ist. Ja, wir machen gerne Witze darüber, wenn die Leute verwirrt sind. Das glaube ich. Es ist schön, diese Verbundenheit und Ähnlichkeit zu haben. Auf jeden Fall. Familienähnlichkeiten können ziemlich groß sein. Lektion 17. Gerechte Urteile. Ich habe ein Zitat gelesen, das lautete: Die Urteile des Herrn sind durch wahr und gerecht. Das ist eine starke Aussage. Sie unterstreicht wirklich Fairness und Gerechtigkeit. Ja, es regt zum Nachdenken darüber an, wie Gerecht und Unrecht wahrnehmen. Ja, es ist wichtig, diese Perspektive in unserem täglichen Leben zu berücksichtigen. Ich denke, es ermutigt uns, nach Ehrlichkeit und Integrität zu streben. Auf jeden Fall. Diese Prinzipien können unser Handeln leiten. Es ist eine Erinnerung daran, auch unsere eigenen Urteile zu bewerten. Auf jeden Fall. Wir sollten darauf achten, in unseren Interaktionen gerecht und fair zu sein. Ich liebe es, wie es zum tieferen Nachdenken über Ethik anregt. Lektion 18. Reisepläne. Ich habe über Flüge und Strandhotels für unsere Reise nachgedacht.
Das klingt nach einem guten Plan. Ein Strandurlaub ist immer erholsam. Ja, lass uns zuerst die besten Flugangebote finden. Absolut. Das richtige Teaming ist entscheidend für gute Preise. Ich kann einige Reisewebsites überprüfen, um die Optionen zu vergleichen. Perfekt. Und wir sollten nach Hotels suchen, die Zugang zum Strand bieten. Gute Idee. Ein Strandhotel würde unseren Aufenthalt noch schöner machen. Ja, wir konnten die wunderschöne Aussicht und den einfachen Zugang zum Strand genießen. Ich freue mich auf diese Reise. Sie wird so entspannend. Lektion 19: Ernährungspläne. Super. Was ist mit dem Essen für unser Treffen? Möchten Sie selbst kochen oder extern bestellen? Ich dachte daran, ein paar einfache Gerichte zu kochen, aber auch das Bestellen könnte Spaß machen. Beide Optionen klingen großartig. Es hängt davon ab, wie viel Zeit wir haben. Stimmt, gemeinsames Kochen macht Spaß. Das ist ein guter Punkt. Kochen kann ein tolles Gemeinschaftserlebnis sein. Wenn wir bestellen, können wir lokale Spezialitäten probieren und es einfach halten. Da wir entscheiden, je nachdem, wie beschäftigt wir an dem Tag sind. Ich bin gespannt, wofür wir uns letztendlich entscheiden. Lektion 20: Supply-Chain-Management. Ich habe über die Bedeutung eines effektiven Supply-Chain-Managements gelesen. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Effizienz und Kundenzufriedenheit. Auf welche Schlüsselkomponenten sollten wir uns Ihrer Meinung nach konzentrieren? Wir müssen unsere Bestandsverwaltung und Logistikprozesse optimieren. Wie können wir die Nachfrage besser prognostizieren, um Lagerengpässe zu vermeiden? Durch die Nutzung von Datenanalysen können wir die Genauigkeit unserer Prognosen erheblich verbessern. Das klingt sinnvoll. Sollten wir auch Lieferantenbeziehungen berücksichtigen? Absolut. Starke Beziehungen können zu besseren Preisen und höherer Zuverlässigkeit führen. Wie steht es um die Nachhaltigkeit in unserer Lieferkette? Lektion 21: Pflanzen für Anfänger. Ich habe gehört, dass Sie Anfängern Bogenhanf und Efeututen empfehlen. Ja, sie sind eine tolle Option. Sie sind pflegeleicht und gedeihen im Innenbereich. Genau. Ich denke, anfängerfreundliche Pflanzen können das Selbstvertrauen stärken. Auf jeden Fall. Sie sind nachsichtig und brauchen nicht viel Aufmerksamkeit. Ich finde es toll, wie Bogenhanf bei schlechten Lichtverhältnissen überleben kann. Und Pottos sind so vielseitig. Sie können sie aufhängen oder hängen lassen. Das klingt perfekt für meine Wohnung. Ich brauche etwas Grün. Sie werden es lieben, sie um sich zu haben. Sie helfen auch, die Luft zu reinigen. Das ist ein zusätzlicher Bonus. Ich werde mir dieses Wochenende ein paar schnappen. Lektion 22: Schönheit einfangen. Ich habe mich in letzter Zeit sehr für die Fotografie interessiert. Es ist so befriedigend, schöne Momente festzuhalten. Das klingt fantastisch. Was fotografierst du am liebsten? Ich liebe es, Naturfotos zu machen, besonders bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Die Lichtverhältnisse sind damals unglaublich. Es muss ein Vergnügen sein, die fertigen Bilder zu sehen. Absolut.
Jede Aufnahme erzählt eine andere Geschichte und ich teile sie gerne. Haben Sie ein Lieblingsfoto, das Sie bisher gemacht haben? Ja, es gibt eines von einer Landschaft mit leuchtenden Farben, auf das ich wirklich stolz bin. Ich würde es gerne sehen. Fotografie kann ein so kreatives Ventil sein. Auf jeden Fall. Es ist wie Malen mit Licht. Lektion 23. Bitte um Unterstützung. Entschuldigen Sie, unser Fernseher in unserem Zimmer funktioniert nicht. Können Sie das bitte reparieren? Das klingt frustrierend. Haben Sie versucht, die Verbindungen zu überprüfen? Ja, ich habe alles überprüft, aber es lässt sich immer noch nicht einschalten. Ich hoffe, Sie können das Problem schnell für Sie lösen. Ich auch. Ich habe mich darauf gefreut, heute Abend einen Film zu sehen. Vielleicht können Sie während der Reparatur einen Ersatz oder ein Upgrade anbieten. Das wäre schön. Es ist immer gut, Optionen zu haben. Auf jeden Fall. Fragen wir das Personal nach aktuellen Informationen zur Situation. Gute Idee. Ich fühle mich besser, wenn ich weiß, dass sich jemand darum kümmert. Lektion 24. Brunchpläne. Ja, ich habe vor, mich am Samstag mit ein paar Freunden zum Brunch zu treffen. Das klingt nach einer tollen Möglichkeit, das Wochenende zu verbringen. Hast du schon einen Ort im Sinn? Wir denken über das neue Café in der Innenstadt nach. Ich habe Gutes über Ihr Brunchmenü gehört. Ja, sie haben köstliche Optionen und die Atmosphäre ist schön. Ich liebe ein gemütliches Café. Freust du dich schon darauf, deine Freunde zu treffen? Absolut. Es ist schon eine Weile her, seit wir alle zusammengekommen sind. Es wird schön sein, sich zu entspannen und gutes Essen zu genießen. Auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt, was alle bestellen. Lektion 25. Disziplin trainieren. Ich habe monatelang trainiert, eine strenge Diät eingehalten und bin für den Wettkampf diszipliniert geblieben. Das ist beeindruckend. Es erfordert viel Engagement, einen Trainingsplan durchzuhalten. Ja, es war manchmal eine Herausforderung, aber die Ergebnisse waren es wert. Das kann ich mir vorstellen. Wie haben Sie während des gesamten Prozesses Ihre Motivation aufrechterhalten? Ich habe mir kleine Ziele gesetzt und jeden Erfolg auf dem Weg dorthin gefeiert. Das ist eine tolle Strategie. Es kann wirklich hilfreich sein, die eigenen Ziele im Auge zu behalten. Genau. Dadurch fühlte sich die harte Arbeit lohnender an. Ich bewundere dein Engagement. Planst du, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen? Ja, ich möchte mich weiter anstrengen und noch weiter verbessern. Lektion 26. Einen beruhigenden Raum schaffen. Hi, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, zu Hause einen beruhigenden Raum zu schaffen? Ja, das habe ich. Es klingt nach einer wunderbaren Idee, abzuschalten und zu entspannen. Genau. Ich denke, ein ruhiger Ort kann wirklich helfen, Stress abzubauen. Ich stimme zu. Vielleicht könnten wir etwas sanfte Beleuchtung und gemütliche Kissen hinzufügen. Das wäre perfekt. Pflanzen können auch ein Gefühl der Ruhe vermitteln. Zuruf. Sie sorgen für mehr Leben und verbessern außerdem die Luftqualität. Ich liebe die Idee, eine kleine Ecke zum Meditieren oder Lesen einzurichten. Tja, eine kleine Ecke mit Büchern und einem bequemen Sessel wäre ideal.
Lass uns das planen. Es könnte unser Wochenendprojekt werden. Lektion 27. Route-Vorbereitungen. Auf jeden Fall ist es immer besser, auf unsere Reise vorbereitet zu sein. Ich stimme zu. Ich werde mir ein paar Hotels ansehen, um die besten Optionen zu finden. Das klingt gut. Suchen Sie etwas Bestimmtes in einem Hotel? Idealerweise möchte ich etwas Bequemes in der Nähe der Sehenswürdigkeiten. Das macht Sinn. Es ist schön, alles zu Fuß erreichen zu können. Ja, außerdem möchte ich Bewertungen lesen, um sicherzustellen, dass es eine gute Wahl ist. Tolle Idee. Bewertungen können uns wirklich helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ich schaue auch nach, ob es Sonderangebote oder Rabatte gibt. Perfekt. Lass uns sicherstellen, dass wir eine schöne Unterkunft finden. Lektion 28. Englisch üben. Er kommt oft zu mir, nur um sein Englisch zu üben. Das ist großartig. Es ist wichtig, jemanden zum Üben zu haben. Ja, aber ähnlich klingende Wörter verwirren ihn. Das kann ich verstehen. Im Englischen gibt es viele schwierige Wörter. Genau. Ich versuche ihm zu helfen, indem ich Beispiele in die Sätze einbaue. Das ist ein guter Ansatz. Der Kontext kann einen großen Unterschied machen. Ich ermutige ihn auch, mehr zu lesen. Das hilft beim Verständnis. Auf jeden Fall. Beim Lesen lernen Sie neue Vokabeln und Ausdrücke kennen. Ich freue mich, dass er sich mit jeder Sitzung verbessert. Lektion 29. Ein Aufenthalt buchen. Verstanden. Ich werde die Bewertungen prüfen und etwas Passendes buchen. Das klingt nach einem guten Plan. Bewertungen können uns wirklich in die richtige Richtung weisen. Ja, und ich möchte sicherstellen, dass wir alle Annehmlichkeiten haben, die wir brauchen. Würfeldach. Ein Hotel mit Frühstück wäre ideal. Absolut. Es spart uns morgens Zeit. Außerdem ist es schön, den Tag mit einem guten Essen zu beginnen. Ich freue mich auf unsere Reise. Es wird ein tolles Abenteuer. Joch, lasst uns die Unterkünfte bald fertigstellen. Ich werde mich heute darum kümmern, damit wir uns auf die schönen Dinge konzentrieren können. Lektion 30. Flexibilität bei der Fernarbeit. Was halten Sie von Remote-Arbeit und deren Auswirkungen auf die Flexibilität? Ich bin davon überzeugt, dass es die Work-Life-Balance vieler Menschen deutlich verbessern kann. Das stimmt. Mitarbeiter können ihre Zeit effizienter verwalten. Haben Sie jedoch darüber nachgedacht, welche Auswirkungen dies auf die Zusammenarbeit im Team hat? Ja, ich denke, regelmäßige virtuelle Meetings können dazu beitragen, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Das ist ein guter Punkt. Wie denkst du über das Setzen von Grenzen bei der Arbeit von zu Hause aus? Durch die Einrichtung eines dedizierten Arbeitsbereichs können Ablenkungen minimiert werden. Ja, es ist wichtig, eine Routine zu schaffen, die Arbeit und Freizeit trennt. Ich werde diese Ideen mit dem Team teilen, um unsere Erfahrung bei der Fernarbeit zu verbessern. Lektion 31. Eine Teekanne finden. Jetzt suchen wir eine Teekanne für unser neues Küchenset. Fall dir. Hier gibt es einige schöne.
Ja, ich liebe die Designs. Einige sind so elegant und einzigartig. Ich bin von den bunten Mustern angetan. Sie verleihen dem Ganzen eine nette Note. Auf jeden Fall. Eine gute Teekanne kann sowohl funktional als auch dekorativ sein. Ich glaube, es ist schön, etwas Hübsches zum Servieren von Tee zu haben. An welche Größe denkst du? Ein kleines für zwei oder ein größeres? Für Versammlungen wäre ein größeres Modell besser geeignet. Ich stimme zu. Lass uns weiter suchen, bis wir das Richtige gefunden haben. Lektion 32 vor Abbuchung. Ja, um sicherzustellen, dass wir ein gutes Angebot und die Verfügbarkeit erhalten, buchen wir im Voraus. Das klingt nach einem cleveren Plan. Frühzeitiges Buchen spart oft Geld. Genau. Außerdem haben wir dadurch mehr Auswahlmöglichkeiten. Seth, ich würde es hassen, einen treuen Ort zu verpassen, weil wir zu lange gewartet haben. Ich auch. Hast du schon konkrete Termine für unsere Reise im Sinn? Ich dachte, nächster Monat wäre perfekt. Das funktioniert. Schauen wir uns an, ob es für diesen Zeitraum Sonderangebote gibt. Folge dir. Ich werde mir ein paar Websites ansehen und die Preise vergleichen. Perfekt. Sobald wir das beste Angebot gefunden haben, können wir unsere Pläne finalisieren. Lektion 33. Tierwelt der Everglades. Haben Sie von den Rundschwanz-Bisamratten und den Seekühen in den Everglades gehört? Seth, es ist faszinierend, wie vielfältig die Tierwelt dort ist. Natürlich sind die Everglades auch die Heimat vieler Reptilien. Auf jeden Fall. Schlangen sind weit verbreitet und spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem. Ich finde es unglaublich, wie in dieser Umgebung alles miteinander verbunden ist. Seth, es ist ein einzigartiger Lebensraum, den es zu schützen gilt. Ich würde gerne eines Tages eine Tour dorthin machen, um die Tierwelt aus der Nähe zu sehen. Das wäre ein unvergessliches Erlebnis. Lassen Sie uns eine Reise planen und die Schönheit der Everglades erkunden. Lektion 34. Einkaufsliste. Ich brauche ein paar Tomaten und Karotten für den Salat. Tangos. Brauchen Sie noch etwas? Ja, ich brauche auch ein paar Äpfel, Bananen und Orangen. Tolle Auswahl. Frisches Obst ist immer ein gesunder Snack. Genau. Ich liebe es, abwechslungsreiches Obst zu Hause zu haben. Es ist schön, Optionen für das Frühstück oder einen schnellen Muntermacher zu haben. Auf jeden Fall. Lass uns heute sicherstellen, dass wir alles auf der Liste erledigen. Syluf. Eine gut ausgestattete Küche macht das Kochen viel einfacher. Ich freue mich darauf, später ein leckeres Essen zuzubereiten. Lektion 35. Work-Life Balance. Ich fühle mich in letzter Zeit von der Arbeit überfordert. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu finden. Wie schaffen Sie es, alles im Griff zu behalten? Ich setze klare Grenzen für meine Arbeitszeit und halte mich daran. Das ist eine gute Strategie. Hast du Hobbys, die dir beim Entspannen helfen? Ja, ich male sehr gern. Es hilft mir wirklich, nach einem langen Tag abzuschalten. Ich sollte mir auch ein Hobby suchen. Irgendwelche Vorschläge?
Versuchen Sie es vielleicht mit Joggen oder Lesen. Beides kann sehr erfrischend sein. Die Idee gefällt mir. Ich werde es dieses Wochenende ausprobieren.